Früher dachte ich, alleine zu leben hat etwas mit Unvollständigkeit zu tun. Jetzt fühlt es sich eher an wie eine Rückkehr zu mir selbst. Ich lebe dieses Leben in Schweden bewusst alleine und hier finde ich zu meiner Essenz zurück, die irgendwo im Nebel verborgen lag. Manchmal, da braucht es solche bewussten Entscheidungen, um zu verstehen, wer man wirklich ist. Putting our life in boxes, erasing the memories so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your problems. Stuck on my wall like neon paintings, and I'm so tired of being honest to everyone by myself. I do it so well. Solche unbeschwerten Momente mit meinem Nachbarn genieße ich gerade sehr. Vor einigen Jahren haben wir regelmäßig kleine Erfolge gefeiert, um unsere Zeit wertzuschätzen. Nachdem diese Gewohnheit in den zuletzt herausfordernden Zeiten mehr und mehr in Vergessenheit geraten ist, bin ich umso glücklicher, dass wir es jetzt wieder zu einer Regelmäßigkeit werden lassen. Solche kleinen Rituale haben in meinem Leben eine große Bedeutung, denn sie bringen Freude und Wärme in den Alltag. Sie schaffen Verbindung und gemeinsame Erinnerungen. Und gleichermaßen erschaffe ich mir Rituale, die ich nur für mich selbst genieße. Durch Kreationen, die ich mit meinen eigenen Händen erschaffe. Denn das ist für mich eine Art innere Erfüllung. Ich habe zum Geburtstag Kakaobohnen bekommen. Ach, die riechen so gut. Und daraus möchte ich jetzt meine eigene Schokolade produzieren. Ich bin sehr gespannt, ob das überhaupt funktioniert, denn ich habe das noch nie gemacht. Aber es gibt ja immer ein erstes Mal. Und ich bin extrem gespannt und freue mich auf dieses kleine Experiment, denn ich liebe Schokolade. Ich werde meine Kakaobohnen zuerst ein klein wenig anrösten, damit sie ein schokoladigeres Aroma bekommen, damit die Bitterstoffe und die Säure ein wenig zurückgeht und eben dieses typische schokoladige Aroma durchkommt. Es riecht so lecker. Oh mein Gott, riecht das gut. Wie kann etwas so fantastisch riechen? Ich werde jetzt die Schalen entfernen, damit ich die puren Kakaonips habe, die ich dann anschließend mahlen werde. Dieser Duft. Das riecht wie eine Praline. Wie eine Schokoladenpraline. Hier ist meine Ausbeute an Kakaobohnen. Das hat ein bisschen gedauert, die ganze Schale von den Kakaobohnen abzupulen. Aber hat sich gelohnt.
Meine Kakaobohnen versuche ich jetzt mit diesem Standmixer klein zu mahlen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Bin gespannt. Und beim Einfüllen muss ich noch ein bisschen Schalenreste aussortieren. Und ich muss auch diese Kakaobohnen ein bisschen zerbrechen. Denn da sind so Stielansätze drin, die sind sehr holzig und hart. Und ich versuche so viel wie möglich davon noch auszusieben. Das ist schon ein richtig schönes, feines Pulver jetzt geworden. Da bin ich schon sehr, sehr happy drüber. Das riecht einfach so lecker. Ich werde aber noch mal ein bisschen rumexperimentieren, denn ich möchte, dass die noch feiner wird und eigentlich mehr so in die cremigere Richtung geht. Denn ich denke, wenn ich das jetzt so weiter verarbeite, dann werde ich am Ende eine eher crunchy Schokolade haben. Aber ich möchte ja eine zart schmelzende Schokolade haben. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekomme mit den Mitteln, die ich habe. Aber ich probiere es eben einfach aus und dann sehe ich ja, was passiert. Learning by doing. Ich werde mal versuchen, noch ein paar reine Kakaobutter-Pellets mit rein zu mixen, ob das dann cremiger wird. Naja, so richtig cremig ist das jetzt auch nicht geworden. Aber immerhin noch ein bisschen feiner. Ja, Marie, das ist kein Platz für kleine Katzis. Das ist nichts für dich hier. Du musst leider runtergehen. Ja. Aber du bist so entspannt, ne? Ah. So entspannt bist du. Kleines Mäuschen. Ein kleines Mausemaus. So ein Kuschelmäuschen bist du. So eine Süße bist du. So eine Süße bist du. Ja, du bist eine Süße. Ja, ein süßes Mäuschen. Schokolade. Das war natürlich fertige Schokolade. Ich habe eine kurze Pause gemacht, eine kurze Mittagspause. Jetzt geht es weiter in meinem Schokoladenprojekt. Ich habe meine Schokoladenmasse mit Gewürzen angereichert, mit einem Orangenschalengewürz. Das sieht so aus. Da sind gefriergetrocknete Orangenschalen drin, Orangenöl und getrocknete Orangenschale. Und Kardamom habe ich da reingemacht. Das Ganze muss ich jetzt zusammen mit Kakaobutter über dem Wasserbad schmelzen.
Ich bin gespannt, wie das funktioniert, denn jetzt ist es unglaublich wichtig, dass ich die richtigen Temperaturen hinbekomme. Das war jetzt bei 63 Grad. Das ist leider noch ein bisschen zu heiß. Ich brauche nämlich 50 Grad, um meine Schokolade zu schmelzen. Deswegen muss ich noch ein bisschen drum experimentieren, wie ich das jetzt perfekt hinbekomme. Wahnsinn, ich habe meine eigene Schokolade gemacht. Von der Bohne. Und bin echt begeistert, dass das dann doch so gut ging. Die knackt richtig schön. Und jetzt muss ich die natürlich auch noch probieren. Ist ein bisschen sandig. Also es schmeckt total fruchtig, richtig herb. Das Gefühl ist halt so ein kleines bisschen sandig, weil ich natürlich nicht die optimalen Geräte hier zu Hause habe, um das richtig fein zu mahlen. Das heißt, Stückchen sind also immer noch da. Es stört aber jetzt nicht so besonders. Das ist ungewohnt, weil man nicht diesen zart schmelzenden Schokoladencharakter hat. Aber geil. Meine eigene Schokolade. Der einzige Wermutstropfen ist auch, gut, der zweite Wermutstropfen, das ist dann doch ganz schön schnell ausgekühlt, als ich das auf die Fläche ausgegossen habe. Und deswegen hat mein Topping leider nicht so gut gehalten, wie ich mir das jetzt erhofft hätte. Aber egal, es sieht geil aus und ich habe meine Schokolade gemacht. Das ist richtig super. Und genau solche kleinen Erfolge, auch wenn sie nicht perfekt geworden sind, bringen mich gerade extrem weiter. Es geht nicht darum, dass alles sofort gelingt, sondern um die Bereitschaft, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Es ist schon eine ganz schöne Weile her, dass ich hier so gesessen habe und zu euch geredet habe. Und der Grund war einfach der, dass ich in der letzten Zeit nicht so viele persönliche Prozesse preisgeben wollte, weil ich diese Prozesse für mich selbst durchgehen wollte und weniger Stimmen von außen hören wollte. Und um trotzdem mal ein kleines Update zu geben, wie ich mich mittlerweile fühle in dieser Zeit, wo ich nun alleine hier lebe. Es tut mir sehr gut, auch wenn ich immer wieder sage, dass mich das Alleineleben belastet. Das bedeutet einfach, dass ich, wenn ich alleine lebe, natürlich für alles selbst verantwortlich bin. Ich muss
jeden Schritt, jede Aufgabe muss ich selbstständig alleine lösen. Und ich muss also in diesem Alleineleben immer wieder priorisieren, was jetzt gerade am meisten wichtig ist. Und jetzt in der Winterzeit ist das einfach pures Überleben hier. Nichtsdestotrotz soll das aber auch nicht heißen, dass ich das nicht genieße. Denn genau das tue ich, seit ich hier alleine bin. Ich genieße es unglaublich, mit mir alleine Zeit zu verbringen zu dürfen. Ich bin schon immer in meinem Leben meinem Herzen gefolgt und ich bin schon immer in meinem Leben meine Wege alleine gegangen. Wenn da jemand da war, der mitgehen wollte, gerne, aber ich habe mich davon nie abhalten lassen, um meine Träume nicht zu verwirklichen. Und genau das sehe ich jetzt eben auch wieder. Ich kann jetzt, seit ich hier wieder alleine lebe, meine eigenen Alltagsroutinen aufbauen und ich muss keine Rücksicht nehmen auf eine andere Person, die hier mitlebt. Das tut mir unglaublich gut. Ich habe jetzt beispielsweise eine unglaublich schöne Tagesroutine entwickelt, die super für mich passt. Ich mache Intervallfasten. Ich esse nur tagsüber zwischen 10 und 6 Uhr. Und das ist gleichzeitig auch mein Raum, in dem ich arbeite. Also alles für diese Videos hier mache, für meinen YouTube-Kanal und Buchhaltung, alles, was so eine Selbstständigkeit eben noch mit sich bringt, E-Mails checken, beantworten, diese ganze Organisation, alles fällt in diesen Zeitraum. Und wenn er vorbei ist, dann kann mein kompletter Organismus runterfahren. Das ist Feierabend für den ganzen Körper, nicht nur arbeitsmäßig, sondern eben auch ernährungstechnisch. Und da kann ich dann entspannen. Und morgens, wenn ich dann aufstehe, meist zwischen 7 und 8, dann kommt zuerst ein Workout. Entweder ich mache einen Kraftaufbau-Workout oder ich mache Yoga, je nachdem, wie ich mich fühle. Und ja, dann bereite ich allmählich mein Frühstück vor und dann kann es um 10 losgehen mit meinem Tag. Und mit dieser Struktur fühle ich mich gerade unglaublich wohl. Das wäre absolut nicht möglich, wenn hier noch jemand wohnen würde, denn mein Haus ist komplett offen. Es gibt hier keine Räume, wo man sich zurückziehen könnte. Man muss immer ein Auge darauf haben, was macht der andere gerade, fühlt er sich bedrängt. Im Alleinesein habe ich eben auch immer wieder die Möglichkeit für mich selbst zu reflektieren, wo stehe ich gerade? Lebe ich immer noch die Werte, die ich leben möchte? Oder muss ich irgendwas verändern? Ich kann alle diese Dinge nur für mich selbst herausfinden, wenn ich eben alleine lebe. Das geht nicht, wenn ich die ganze Zeit im Kontakt bin mit anderen Menschen. Vor allem, weil mein Gehirn eben so sensibel reagiert und ja, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, dann wirken solche Gespräche immer so unglaublich lange in meinem Gehirn nach, bis ich das alles verarbeitet habe und ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Ich kann dann überhaupt nicht so intensiv über mich selbst nachdenken, wie ich das möchte. Und deswegen genieße ich es einfach, jetzt alleine zu sein. Ich würde also schon sagen, das Alleineleben, das macht mich definitiv stärker, auch wenn es tierisch anstrengend ist und es mich manchmal extremst nervt, alles alleine machen zu müssen. Aber ich sehe meine persönliche Entwicklung als sehr viel wertvoller an im Alleineleben. Und deswegen möchte ich eigentlich auch überhaupt nichts daran ändern, so wie es gerade ist. Ich möchte alle diese Prozesse durchlaufen, die ich gerade durchlaufe, auch die schwierigen. Die gehören mit dazu, das ist einfach komplett menschlich, die kann man nicht ausschalten, die kann man nicht wegdrängen, die kann man nicht versuchen zu heilen. Die gehören einfach dazu, denn nur dadurch erfahre ich mich selbst. Und deswegen werde ich das auch weiterhin so machen. Danke, dass du mir zuschaust. Ich habe jetzt mega Hunger, es ist gleich um 10. Ich werde mir jetzt ein leckeres Frühstück machen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem wundervollen Video über das Outdoor-Leben hier in Schweden. Denn das ist wirklich eine riesengroße Tradition. Die Menschen hier feiern das jetzt in dieser Jahreszeit, die Natur zu erkunden, rauszugehen, das Leben draußen zu zelebrieren. Das mache ich auch. Und da freue ich mich extrem drauf, euch da mitzunehmen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und macht's gut. Ciao.